In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die benötigte Länge für euer Bündchen berechnet. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Wieso berechnen? Im Schnittmuster steht doch 0,8 für Jersey und 0,7 für Strick. Ja, das stimmt und meistens ist es auch richtig, das ist so ein Standardwert. Allerdings kann das eben abhängig vom Material anders sein, weil zum Beispiel Baumwolle ist anders wie Polyester, es könnte auch Elastan drin sein oder eben keins. Es könnten 3% Elastan oder 5% Elastan sein und je nachdem, was das für ein Material ist eben dieser Dehnungsfaktor anders und ja, es verhält sich halt einfach anders. Und wenn das Bündchen zum Beispiel absteht, dann wurde es zu wenig gedehnt. Und wenn sich's kräuselt oder wellt, dann wurde es zu viel gedehnt und es sieht natürlich beides nicht gut aus. Und um das zu verhindern, zeige ich euch jetzt, wie ihr den Dehnungsfaktor ausrechnet, um dann zu wissen, wie lang ihr euer Bündchen wirklich haben müsst. Ein Dehnungsfaktor von 0,8 cm sagt also aus, dass ihr auf einer 10 cm Strecke ein 8 cm langes Bündchen benötigt. Um den Dehnungsfaktor eures Bündchens zu berechnen, nehmt ihr euch ein Lineal und ein mindestens 10 cm langes Stück Stoff im Fadenlauf. Auch das ist ganz wichtig, weil es sich quer dazu ganz anders dehnt. Am besten nehmen wir den Stoff doppelt, weil unser Bündchen später auch doppelt angenäht wird. Dann halten wir den Stoff an das Lineal, so mit dem Finger oder auch mit 2 Nadeln und dann dehnen wir den Stoff. Und zwar so weit, wie es sich gut anfühlt, also noch angenehm ist und nicht einschnürt. Zu weit würde nicht gut aussehen. Wie ihr seht, benötigt das etwas Näherfahrung, weil ihr herausfinden müsst, wie stark es sich dehnen darf, um noch die Form zu behalten und der darunterliegende Jersey noch glatt bleibt. Wenn ihr euch unsicher seid, testet das Ganze an einem Reststück. Jetzt rechnet ihr die 10 cm durch das neue Maß und ihr habt euren Dehnungsfaktor. Wie ihr hier sehen könnt, sind es hier 0,87, also eigentlich 0,9. Hier sind es aber 0,8 und hier ist es mehr, also es kann immer unterschiedlich sein und deswegen würde ich euch das wirklich empfehlen, um zu vermeiden, dass sich eben irgendwas wellt oder absteht. Um jetzt die Bündchenlänge zu berechnen, messt ihr erst den Umfang eures Bündchens, egal wo ihr das haben wollt, und rechnet dann das mit eurem Dehnungsfaktor. Also wenn das jetzt zum Beispiel 35 wären, also der Umfang, und ihr habt einen Dehnungsfaktor von 0,8, 35 mal 0,8 ist 28 cm. Das heißt, ihr bräuchtet eine Bündchenlänge von 28 cm. Und genauso könnt ihr das eben mit jedem Bündchen einfach ausrechnen und dann wisst ihr genau, ob der Dehnungsfaktor stimmt oder nicht. Gar nicht so schwierig, oder? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!